Wir haben heute den 9. Mai 2019 und gerade eben habe ich unsere R1200 RT zum 310.000 Kilometer Service abgegeben. Genauer gesagt zum Drosselklappen synchronisieren und Ventile einstellen. Ein Ersatzmotorrad ist bereits für mich bereitgestellt. Draußen angekommen staune ich nicht schlecht. Es wartet eine ziemlich neue R1250 GS Adventure auf mich. Der Serviceleiter hat gemeint, ich soll das Ding mal im Vergleich zu meiner eigenen R1200 GS Adventure fahren und ihm meine Eindrücke schildern. Auf die Distanz betrachtet ist sie nicht sonderlich unterschiedlich zu meiner. Sogar die Bereifung ist die gleiche, Metzeler Anarchies. Ja, einen kleinen Unterschied kann ich schon feststellen, am Hauptständer ist ein Überfahrschutz montiert. Der Sturzbügel hat eine etwas andere Gestaltung als bei meiner. So aus der Entfernung gefällt es mir schon mal ganz gut. Dann schauen wir uns das Bike doch mal etwas näher an. Immer im Blick des Fahrers, das Cockpit. Für mich bisher das größte Unterschiedsteil zu meiner 1200 GS. Bei mir noch Rundinstrumente und hier ein Display ähnlich meinem Tablet. Sieht ganz ansprechend aus auf den ersten Blick. Mit der Infotaste links am Lenker lassen sich die einzelnen Informationen einfach abrufen und werden oben im Display schön und übersichtlich angezeigt. Die GS hat erst 430 Kilometer, da gilt es nachher beim Fahren sensibel mit ihr umzugehen. Die ersten 50 Kilometer der Strecke sind gezeichnet von klatschnasser Straße, aber Gott sei Dank keinem Regen von oben. Ich erreiche das Haus von einem guten Freund von mir. Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Das Ding fährt sich sehr gut, genauso toll wie meine 1200er, hat aber einige Dinge, die mir etwas besser gefallen. Zu denen will ich später noch etwas erzählen. Nun aber rein zu meinem Freund, der Kaffee wartet schon. Während wir zwei am Kaffee trinken sind und ich ihm von meinen ersten Eindrücken berichte, geht draußen ein massiver Wolkenbruch nieder. Als der Regenschauer durch ist, gehen wir gemeinsam hinunter zum Motorrad und schauen uns das Bike noch einmal aus der Nähe an. Sie steht klatschnass vor uns, als wollte sie signalisieren, dass ihr so ein Gewitterschauer absolut nichts anhaben könnte. Mir fällt sofort auf, dass der hintere Bereich des Motorrads wenig Straßenschmutz aufweist, obwohl ich bei der Herfahrt auf klatschnasser Straße gefahren bin und bei meiner üblicherweise der hintere Bereich vom Hinterrad extrem zugespritzt wird. Der Heckbereich ist durch den Regenschauer zwar nass, aber es hängt nur relativ wenig Straßenschmutz am Rahmen, insbesondere sehr wenig in den oberen Bereichen und die Sitzbank ist komplett nicht verschmutzt. Was die Ursache für dieses unterschiedliche Spritzverhalten des Hinterrades zwischen meiner GS und dieser 1250 GS ist, kann ich auf die Schnelle nicht erklären. Aber vielleicht weiß ja mein Serviceleiter auf diese Frage eine Antwort. Okay, Kaffee getrunken, Regenschauer ist durch, Motorrad zusammen angeschaut und nun geht es an die Rückfahrt zu meiner Servicestation, um die 1250 GS wieder abzugeben. Etwa 80 Kilometer später bin ich wieder zurück bei meiner Servicestation und das Wetter hat es eigentlich recht gut mit mir gemeint. Zwar nasse Straße, aber toi toi toi, kein Regen von oben und ich hatte Gelegenheit, einige Dinge noch intensiver zu erleben.
Beginnen möchte ich hierbei mit dem, was ich die größte Verbesserung finde, und zwar die Schaltbarkeit des Getriebes. Dieses Getriebe an diesem Motorrad schaltet sich sehr gut. Man könnte sogar wirklich sagen, hervorragend. Einzig, und dies ist durchaus absolut akzeptabel, ist ein leichtes Klacken beim Einlegen des ersten Ganges. Kein Vergleich zu dem Getriebe an meinem Motorrad, was zwar über die Laufstrecke etwas besser geworden ist, aber nach wie vor seine Probleme hat. Zweiter Punkt, der Motor. Dieser ist äußerst elastisch. Man kann bedenkenlos im 6. Gang durch Ortschaften fahren und am Ortsausgang nimmt das Bike klaglos bei sanftem Gas aufziehen wieder Geschwindigkeit auf. Für ein Tourenbike ist dies eine besonders schöne Eigenschaft, weil schaltfaules Fahren mit einem elastischen Motor Sprit spart. Auch feinfühliges Anfahren ohne viel Gas zu geben ist problemlos möglich. Der Gasgriff reagiert sensibel auf kleinste Bewegungen. Die Unterschiede am Hinterrad bei nasser Straße zwischen dieser 1250 GS und meiner 1200 GS konnte ich trotz Rücksprache mit meinem Serviceleiter noch nicht klären. Ich will aber an dem Thema dranbleiben, weil schon aus Ingenieurssicht interessiert mich, was hier die Ursache ist. Bereits heute freue ich mich sehr auf die nächste Testfahrt mit der 1250 GS, die dann hoffentlich deutlich länger sein wird, und ich will Ihnen gerne wieder darüber berichten. Bei meinem Serviceleiter bedanke ich mich recht herzlich für diese erste Testfahrt mit der R1250 GS Adventure, die mir ehrlich gesagt äußerst viel Spaß gemacht hat.